ich laufe jetzt gerade diese Strecke entlang, die ich sonst normalerweise beim Joggen laufe. Und bin gerade eben mit dem Fahrrad von zu Hause losgefahren. Ja, warum? Weil ich nämlich heute eine Wunschliste gemacht habe von 3 Wünschen. Und zwar 3 Wünsche an das Universum. In letzter Zeit war halt einfach nicht viel passiert. Es war so eine Zeit der Ruhe, zu den Wurzeln kommen vielleicht, aber einfach auch körperliche, ich weiß nicht mal, ob man das Entspannung nennen kann. Auf jeden Fall würde ich sagen Ruhe. Ich habe gemerkt, dass ich gezwungen war, einfach nicht mehr so viel zu machen. Ich bin halt immer so aktiv und ich möchte immer so nach vorne und weitermachen. Und es gab auch ein paar Gespräche. Ich hatte auch eine Verletzung, leider auch beim Fallschirmspringen gehabt, sodass ich dann jetzt einfach auch nicht fähig war, zum Beispiel joggen zu gehen oder auch Fallschirm zu springen, und deswegen 3 Wochen Ruhe. Was ist passiert in der Zeit? Ich war natürlich zu Hause, weil die Kinder ja auch Ferien hatten, und einerseits habe ich aber auch einfach das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie so den Tag vor mich hin lebe und wirklich nicht so viele Ziele hatte, so für den Tag einfach auch, oder Aktionen, Vorhaben. Und das hat aber auch so, das ist so ein bisschen vielleicht das Gefühl von Urlaub, wenn du halt am Strand bist und dann den ganzen Tag nur da rumliegst. Ja, aber das war andererseits auch so, dass ich halt irgendwie so ein bisschen, dass da so ein Frust halt in mir aufgestiegen ist, weil ich halt irgendwie so ein bisschen stehen geblieben bin. Und ich habe dann versucht, das zu akzeptieren, aber es hat halt teilweise auch nicht ganz funktioniert. Und jetzt fängt es wieder an, dass ich wieder Sport mache seit dieser Woche. Ich bin jetzt, nicht jeden Tag, aber habe halt schon wieder 3-mal Hot Yoga gemacht. Das ist übrigens sehr zu empfehlen. Yoga 1,5 Stunden lang in einem 40 Grad heißen Raum und man schwitzt und tropft wie sonst was. Dann bin ich wieder schwimmen gegangen, weil ich einfach ein bisschen meinen Rücken schonen wollte, wegen der Verletzung, und ich denke, morgen früh werde ich wieder joggen. Ich habe zu meinem Geburtstag ein Gimbal bekommen von meinem Mann. Das halte ich gerade jetzt in der Hand, und zwar für unsere alte GoPro. Deswegen seht ihr mich jetzt in so einer anderen Perspektive heute. Und diese GoPro habe ich jetzt mal ein bisschen ausprobiert. Ich möchte halt gerne einfach mal zeigen, wie schön es hier ist am Rhein. Ich weiß gar nicht, wie das Licht ist, weil ich kann ja selber nicht sehen, was ich aufnehme. Und diese Wunschliste, die ich jetzt gemacht habe, heute habe ich ja einfach, also sozusagen die nächsten, sowas wie 3 Ziele, oder eigentlich sind das auch Sachen, wo ich mir denke, das sollte eigentlich kein Problem sein, dass das passiert. Aber ich hatte halt einfach auch es gibt halt auch ein paar so Blockaden, Resistenzen und vielleicht auch das Gefühl von, ich weiß nicht recht, ob das passieren könnte oder ob das jetzt wirklich so eintreffen wird. Und ich möchte aber halt einfach die Hoffnung jetzt sozusagen abgeben. Ich möchte nicht selber daran arbeiten, weil oft ist es ja so, dass man dann, wenn man sich halt etwas ganz, ganz doll wünscht, dass das dann halt zu intensiv wird und dass man dann halt sich so Gedanken macht und vielleicht dann aber auch Zweifel auftreten und dass das dann aber auch alles so blockiert, ne? Von daher habe ich dann gedacht, okay, das ist jetzt formuliert auf dem Papier, das werde ich jetzt, ich möchte das so gerne machen wie in Thailand oder in den südasiatischen Ländern, wo sie halt so ein Bötchen auf den Fluss machen. Und das möchte ich jetzt gleich probieren. Mal gucken, ob das Licht da gut ist, weil jetzt ist es gerade super dunkel. Jetzt kommt ein kleiner Zug. Das ist auch ganz schön. Mal gucken.
Genau, was macht man dann so? Ne? Also ich bin eben einfach am Rheinauhafen vorbeigefahren mit dem Fahrrad und da gab es halt ganz viele Leute, die unterwegs waren und auch Musik gemacht haben und Musik gehört haben, in den Bars und Kneipen abgehangen haben. Oh, ist das nicht herrlich? Schaut euch das mal an. Das ist doch herrlich, oder? Der Kölner Dom mit den ganzen Lichtern. Also ich finde es sehr schön. Und und dann war ich halt auch so ein bisschen, nicht neidisch, aber ich dachte halt einfach, wie schön es wäre, dann auch unter den Leuten zu sein. Also ich laufe jetzt noch die Strecke runter. Da unten ist es ganz dunkel, man kann mal gucken. Gucken. So. Das sieht ein bisschen romantisch aus, ein paar Leute grillen anscheinend oder machen Picknick, unterhalten sich. Also diese 3 Wünsche, die werde ich euch natürlich nicht verraten, weil das ist ja dann blöd. Man sagt doch, Wünsche zu verraten, das würde dann die Sache schwieriger machen und nicht realisieren lassen. Was ich heute gemacht habe, ich habe mir was gegönnt. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich nichts zu tun habe, aber jetzt ist mein Sohn seit gestern in der Schule und ich bin noch nicht so weit, dass ich durchstarten kann. Und daher habe ich dann heute den Tag noch genommen, um was Gutes für mich zu tun. Und zwar habe ich Gutscheine bekommen zum Geburtstag, zum letzten und zu diesem Geburtstag von einer Kosmetikfirma. Und da habe ich mir jetzt eine Rouge und einen Lippenstift gekauft. Ja, für die Schönheit. So, dann schauen wir mal, wie dunkel es hier ist. So, das ist der Zettel. Und da mache ich jetzt ein Boot draus. Also hier ist mein Boot. Und jetzt gehe ich mit meinen nackten Füßen ins Wasser. Oh, das Wasser ist ganz warm. Ich kann gar nicht richtig gucken. So, und jetzt wünsche ich mir, dass meine 3 Wünsche in Erfüllung gehen. Und dann, dass ich loslasse, ne? Dass ich dann halt nicht mehr daran denke, weil das Universum soll es ja regeln. Okay, Bildchen. Könnt ihr das alle hoffentlich sehen? Universum regelt für mich. Ich weiß nicht, ob es weit kommt. Wir werden es sehen. Vielleicht kommt es wieder zurück ans Ufer. Ja, weg ist es. Ja, das war meine kleine Nachtaktion heute. Dann werde ich mal meine Schuhe wieder anziehen. Okay, dann alles Gute und bis bald. Tschüss.